beim Tor, diese Vorurteile, hier steht's wieder. Fielen die wilden skandinavischen Horden über die arme Bevölkerung über, wie die Pest in späteren Jahrhunderten. Mönche schlachteten sie, Frauen vergewaltigten. Oh, Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Immer diese Vorurteile. Kein Mensch interessiert sich, wie wir wirklich leben. Okay, außer der Blockstar. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, heute geht es um Wikinger. Und ich habe ja gesagt im Intro schon, dass wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten wollen, wie haben die Wikinger gelebt. Und da passt es doch ganz gut, dass die Firma medievalbrick.com mir ein Mock vom lieben Brickfan UY aus Uruguay, den lieben Gonza, angeboten hat für ein Review, wo ich ein Vikinghaus, ein Wikingerhaus baue. Ich muss richtig sagen, normalerweise so Kooperation ist immer so, na, gerade aus China, das hinterfrage ich, aber das Set geht d'accord, der Designer, mit ihm habe ich geschrieben, ist alles okay, er freut sich auf mein Video und ich muss sagen, ich bin schon immer ein Fan von seinen Designs gewesen. Ich folge ihm bei Rebrickable, ich bin auf Instagram einer seiner Fans und ich hätte euch sowieso, ohne Witz, in näherer Zukunft eines seiner Sets vorgestellt. Guckt mal bei Rebrickable vorbei, der hat auch ganz viele Anleitungen kostenlos. Naja, auf jeden Fall kam dann neulich hier aus China dieses Paketchen von medievalbrick.com. Ich schaue es mit euch jetzt gleich hier auf dem Bautisch. Kommt mit, keine Angst, es geht nicht nach Valhalla, es geht in ein Wikingerhaus. Ja, Freunde, da ist der Würfel, den mir medievalbrick.com zugesendet hat. Jeder, der schon mal in China was bestellt hat, weiß, wie die Chinesen verpacken. Hier bin ich wirklich dankbar, dass diese Firma mir das zur Verfügung gestellt hat, weil ich, wie gesagt, ein Riesenfan bin von Gonza. Ich kann das gar nicht wiederholen. Ich weiß auch gar nicht, ob er richtig Gonza heißt, aber so heißt sein Instagram-Account. Wie gesagt, schaut bei Rebrickable vorbei. Ich finde das wirklich Hammer. Die Firma Medieval Brick ist sowas wie Lesti. Hier, der Gonza arbeitet mit denen zusammen. Ihr findet die Sets wohl aber auch bei AliExpress, hat er mir geschrieben. So, aber jetzt nicht lange drum faseln, denn wir wollen ja wissen, was hier drin ist. Also schlitzen wir es auf. Und, oh, krass. Voll die coole Verpackung, Freunde. Schaut mal hier. Also cool im Sinne von, da steckt ja noch was drin. Ich hätte jetzt gedacht, typisch chinesisch, dass hier einfach die Steine alle so reingedödelt sind. Aber nein, hier ist sogar ein Aufkleber drauf. Jetzt bräuchte ich das Wikingerschwert. Hier verschiebt sich schon alle. Oder eine Streitaxt. Ja. Ich hoffe, dass genauso viele gute Steine da drin sind, wie hier die Verpackung gut gemacht worden ist. So, da ist der Karton, hat natürlich ein bisschen gelitten und da seht ihr es, Medieval Brick, ein blauer Aufkleber mit so einem Kronleuchter und 22.04.27 um 9 Uhr ein paar zerquetschte und da steht es Design und Licensed by Lego Fan UY, das ist ein alter Name. Der Kanal heißt heute Brickfan UY. Ist ja klar, wenn er jetzt Sets hier anbietet, die nicht von Lego sind oder beziehungsweise nicht aus Lego-Steinen sind. Finde ich aber cool. Also Karton hat gelitten, aber jetzt schauen wir mal uns an, wie das hier drinnen aussieht und was wir für Steinchen haben. Natürlich. Aha, cool, wird immer besser. Wir haben Knusperfolie. Aha, Karton. Hier haben wir Anleitung auf dem USB-Stick. Finde ich schon mal krass, wenn ich überlege, dass das ja hier nicht so viel gekostet hat. Dann haben wir wahrscheinlich auch noch mal eine Parts-List, also das, was hier der chinesische Kommissionierer wahrscheinlich kommissioniert hat. Finde ich auch cool. Kann man es nämlich kontrollieren. Was haben wir hier noch? Ein Briefchen. Schauen wir, was da drin steht. Das USB-Stick, bla bla bla. Dieses USB-Flashlaufwerk enthält bla bla bla. Naja, das übliche Sicherheitszertifikat und so weiter. Ich werde schauen, dass ich jetzt diesen Stick nicht benutze, sondern ich versuche die Anleitung von Rebrickable zu benutzen, denn da gibt es die auch kostenlos. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tütchen und ein bisschen. Freunde, da freut sich auch meine Katze. Peng, peng, peng.
und der werfe ich das mal zu. So, wir schauen uns die Steine mal an. Ich muss natürlich sagen, dass ich jetzt nicht so genau weiß, was für Steine das sind. Die sehen ganz gut aus. Jetzt hier, der ist nicht doll zerkratzt. Ich würde aber sagen, Freunde, ich baue jetzt dieses kleine Häuschen. Ihr kriegt tolle Fakten. Und dann beim Review sage ich euch was zur Qualität der Steine. Viel Spaß jetzt, meine Freunde. Na klar, ich hab's. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über Wikinger. Wobei man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo das Wort Wikinger abgeleitet wird. Die einen glauben, es geht auf Vik, den Handelsplatz, zurück. Andere meinen, dessen Ursprung liegt in Vikinger, das so viel wie Seeräuber bedeutet. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was man allerdings weiß, ist, dass Wikinger gut gepflegt waren. Jetzt habt ihr wahrscheinlich die schmutzigen, versoffenen, zottligen Männer vor euch, aber in vielen Gräbern von Wikingern hat man Hygieneartikel und zum Beispiel Kämme gefunden, denn so ein epischer Wikingerbart muss gut gepflegt werden. Außerdem badeten Wikinger mindestens einmal die Woche. Und das zu Zeiten, als viele andere Europäer nicht einmal im Monat eine Badewanne oder sowas Ähnliches gesehen haben. Was ich ziemlich krass finde, ist, dass Wikinger nicht nur harte Dudes waren, sie waren auch die ersten großen Rapper, denn die Wikinger haben Rap-Battles erfunden. Als Flating aus dem altnordischen Flater für Provokation ist überliefert der Austausch von Beleidigungen in Gedichtsform. Diese Kunst verbreitete sich dann rasch über ganz Europa bis hin später nach Amerika, wo heute noch an der West- und Ostküste sich oft gebettelt wird. Und wo wir jetzt gerade schon über den großen Teich verbal geschwommen sind, Wikinger waren fast überall. Wikinger stießen nicht nur über die Wolga bis nach Russland vor und gaben sogar Russland ihren Namen bis nach Russland. Sie gingen ja sogar noch weiter bis ans Kaspische Meer. Nein, sie eroberten Sizilien, kolonisierten Grönland, segelten kurz mal ein bisschen weiter, entdeckten Amerika und waren auch irgendwie überall im Süden. Sogar bis nach Bagdad sollen Wikinger es geschafft haben. Nicht so wie die Portugiesen und Spanier oder die Italiener, die nur einmal kurz über den Teich mussten. Kennt ihr eigentlich alle das Bluetooth-Zeichen? Dieses Zeichen ist eine bis heute gebrauchte Rune. Hagal und Bjarkan übereinandergelegt, also eigentlich zwei Runen des Wikingerkönigs Harald Blauzahn. Daher kommt auch der Name Bluetooth. Habt ihr auch gewusst, dass bei den wilden Männern aus dem Norden es eigentlich eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau gab? Wenn ein Mann seine Frau betrogen hat, dann durfte sie sich scheiden lassen. Und wo wir gerade bei Frauen sind, und ich weiß nicht, warum ich jetzt bei Frauen an Katzen denke, aber Wikinger waren auch riesengroße Katzenliebhaber und das finde ich gut, da ich ja auch eine Katze habe. Wikinger hielten diese Katzen auf ihren Schiffen, um Mäuse und Ratten loszuwerden. Die Göttin der Fruchtbarkeit, und jetzt kommt's, warum ich an Frauen gedacht habe, Freya wurde außerdem von zwei Katzen gezogen, was sie für ein Symbol der Liebe machte. Von Liebe zu Zwiebelsuppe kommen, weiß ich nicht warum, aber die Wikinger haben Zwiebelsuppe als Medizin eingesetzt, denn sie gaben ihren verwundeten Kriegern Zwiebelsuppe. Wenn sie nach ein paar Minuten aus der Wunde Zwiebelgeruch erschnuffeln konnten, wussten sie, oh, die Wunde war zu tief und der Tod kommt für den Krieger. So konnte dann die wirklich wichtige Medizin gespart werden. Wisst ihr eigentlich, warum Wikinger immer mit Trinkhörnern gezeigt werden? Ja, diese gab es wirklich. Wikinger feierten wirklich sehr gerne, sehr viel und sehr lange. Aber damit jeder gezwungen ist, seinen Becher auszutrinken, hat man halt eben gerade diese Hörner genommen, damit man die Becher nicht abstellen kann. Ein Horn hat unten ein spitzes Ende und muss also immer ausgetrunken werden. Finde ich irgendwie klasse. Jetzt noch ein Fakt rund ums Thema Hausbau, denn wir bauen ja hier ein Haus, beziehungsweise bin ich gleich fertig. Ihre Dächer deckten Wikinger wirklich für effektive Wärmedämmung mit Grassoden. Im Inneren des Hauses brannte immer ein offenes Feuer, rundherum bauten die Wikinger dann Bänke, die Schlaf- und Sitzplätze für die gesamte Familie boten. Denn Wikinger waren gesellige Menschen. Ja, Freunde, ich bin auch gesellig
und freue mich, euch jetzt ein bisschen was über das Set erzählen zu dürfen. Viel Spaß beim Review. Nach 42 puren Bauspaßminuten steht unser kleines Viking-Haus hier auf meinem Bautisch und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich war angefixt. Ich habe meine Vikings von Lego rausgeholt, habe noch einen kleinen Zaun gebaut, auch angelehnt an ein Design vom Brickfan UY und habe noch so eine kleine Feuerstelle gebaut, sowie das Schäfchen rausgeholt, denn da will ich euch gleich was zu zeigen. Ich möchte erst einmal sagen, Hammer. Dieses kleine Hütchen, nur 311 Teile, haben mir aber richtig Spaß gemacht. So viele Details, richtig sich Zeit genommen und die Anleitung ist richtig Zucker. Guckt sie euch an, ich habe sie euch hier unten verlinkt, dann könnt ihr mal kontrollieren, dass ich hier kein Quatsch geredet habe. Natürlich, wie gesagt, Figuren und so alles ist nicht dabei, auch das Schaf ist nicht dabei. Hier die reine Hütte. 311 Steinchen für 25 bis 30 Euro, je nachdem aus welchem Land ihr kommt. Also, ob es Franken, Dollar sind es 29 Dollar und so weiter. Ich muss echt sagen, für die Steinequalität ist das wirklich in Ordnung. Das sind natürlich keine Go-Breaks, es ist auch kein Lego, aber es sind qualitativ hochwertigere Klemmbausteine. Natürlich an der einen oder anderen Stelle sieht man, dass sie in einer Schüttung lagen und dann kommissioniert wurden. Das hat man ja auch gesehen an den Zettelchen hier, dass die schön abgehakt wurden. Und das finde ich aber irgendwie ganz cool, dass das per Hand gemacht wurde. Das möchte ich nochmal betonen, weil wir haben auch hier draufstehen, QC Passed, ich denke mal Quality Check Passed, also bestanden. Und da weiß man auch ganz genau, da hat dann keiner daneben gegriffen. Und ist auch so, denn ich habe Steinchen über. Also ich habe nicht zu wenig, ich habe sogar mehr Steinchen. Richtig cool. Danke dafür. Und da könnt ihr auch sehen, dass die Steine wirklich keine schlechten sind. Ich hole es aber gleich das Haus ran, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ja, also ich war gleich vom Fieber gepackt. Ich musste halt ein bisschen was dazu bauen. Wie gesagt, schaut euch mal seine ganzen Mocks an. Die sind wirklich klasse. Und das gefällt mir, muss ich auch sagen, bei Medieval Bricks, weil ich hier wirklich Mittelalter oder sagen wir mal bis Renaissance, gut, ein Tucken drüber, Piraten sind auch noch dabei, bekomme. Oder Mittelaltergebäude von Stebrick ist ja auch zum Beispiel der Camillo von Venedig, dieser Glockenturm ist ja auch dabei. Aber ich finde das wirklich klasse, denn ich habe so alles, was das Thema angeht, zusammen. Und für mich, Freunde, passt das. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, warum stellst du das jetzt vor? Na klar, weil du es gestellt bekommst. Nein, Freunde, weil das ja genau zu meinem Kanal passt. Ich kann hier über solche Sets halt besonders gut meine Fakten rausbringen an euch, denn es macht mir Spaß. Ich sage ja, jedes Set hat seine Geschichte und wenn es hier einen historischen Hintergrund gibt, natürlich jetzt kein Hörnerhelm, denn den gab es nicht, das wisst ihr, aber trotzdem hier haben wir halt die Wikinger, die Nordmänner als historischen Hintergrund, als Kontext und das gefällt mir halt richtig gut und achte wie Feuer und Flamme wie bei meinem Kesselchen jetzt hier. So, jetzt packen wir aber mal die Lego-Figürchen hier alle an die Seite, packen auch mal Feuerchen zur Seite und das Fässchen und auch hier die hier und gucken uns das Haus, über das ich hier die ganze Zeit schwärme, einmal an. Die Bauanleitung ist so Zucker. Ich habe selten so eine gute Bauanleitung gesehen. Freunde, guckt sie euch an. Ich wiederhole mich da wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit, aber sie ist wirklich gut und ihr müsst ja noch nicht mal bei Medieval Brick kaufen. Ihr kriegt sie ja kostenlos auf seinen Rebrickable Profil. Ich habe natürlich den lieben Gonza, wie gesagt, ich meine, so heißt er, trotzdem ein bisschen Geld dagelassen für einen Kaffee. Ich habe für ihn donated, weil ich seine Arbeit hier einfach wirklich appreciate, wie das die Schweden sagen. Einfach wirklich toll. Ich hole mal das Haus jetzt hier ran, beide Hände und dann können wir es uns einmal anschauen. So viele liebevolle Details. Erstmal finde ich schon gut verschiedene Brauntöne, denn das macht's aus. Holz ist nicht immer gleichfarbig. Wir haben halt hier typisch skandinavisch ein bisschen Schnee. Wir haben eine Fackel, wir haben gekreuzte Äxte. Wir haben da oben einen Geier, der darauf wartet, dass Fleisch übrig bleibt. Wir sehen hier ein Rebdach, Strohdach mit Schnee. Von hinten ist das Häuschen jetzt nicht so schmuck, aber ja, meine Güte, wenn man es ans Zaun steht oder sowas, passt es auch. Und wir haben hier von der Seite ein bisschen Pflanzen und auch wieder Schnee auf dem Rebdach. Was ich cool finde ist, ihr hört es vielleicht ein bisschen, warte mal, eigentlich nicht, seht ihr, es ist sehr solide gebaut. So, jetzt wackelt es ein bisschen, aber das ist gar nicht das Dach, denn das Dach ist eigentlich nur reingelegt. Schaut euch mal diese coole Bautechnik an. Mit diesen 3x2er Slopes hier unten wird das Dach eigentlich nur, hier das gleiche, nur hier, so ein kleines Hebelchen, so ein schönes Wikingerhäuschen, Handtäschchen, hier in diese Steine reingelegt und trotzdem hält es wirklich stabil. Was ihr hier wackeln gehört habt, ist nämlich hier eigentlich nur
die Beute hier in der Kiste. Schaut euch mal, und natürlich hier machen wir mal die Tür auf, schaut euch mal das Häuschen an. So viel Detail im Innenleben finde ich Hammer. Wir haben hier ein Schafsfell, deswegen habe ich das Schaf da vorhin mit rausgeholt. Und das Coole ist, das Schaffell hat sogar ein Gehirn. Ich mach's mal weg. Hier, wir haben hier sogar ein rosa Stein drunter. Finde ich lustig. Also, BSE lässt grüßen. Nicht Spaß. Dann haben wir hier hinten schön ein Becherchen, eine Keule, eine Totenkopflampe. Da oben ist natürlich in dieser Rebrickable-Anleitung ein Lego bedrucktes Schild. Hier haben wir ein Standardschild, finde ich aber viel passender für die Wikinger. Wir haben ein schönes Strohlager, ein Bett und wir haben hier eine Kiste mit Edelsteinen, Barren, Beute. Halt alles das, was vom letzten Wikinger noch übrig geblieben ist. Hammer. Wirklich so simpel zu bauen. Da seht ihr ein bisschen, seht ihr das, was ich meine, dass die Steine schon mal irgendwie in der Schüttung lagen oder so. Ne? Das ist halt wahrscheinlich normal bei chinesischen Kommissionierern. Kennen wir ja auch von Vonedo, von Modbricks, von Lesti und so weiter und so fort. Aber trotzdem, hier seht ihr auch teilweise wieder, ich halte es mal rein, ne? Auch wieder Steine, die überhaupt gar nicht verschrammt sind. Richtig cool. Und die Tür finde ich auch Hammer. Schaut es euch an. Schöne, eigentlich simple Bautechnik. 2 verschiedene Farben, nämlich Dark Brown und dieses Reddish Brown. Und schon haben wir hier wirklich das Gefühl einer zusammengeklöppelten Holztür. Dann von unten, das muss ich nur aufpassen, dass die Kiste halt nicht herausfällt. Von unten halt auch hier ganz simple Bautechnik. Steine wirklich top. Also top für Chinesisch. Natürlich, wie gesagt, kein Go-Bricks. Aber ich habe halt keine Probleme, dass irgendwas nicht hält. Ganz im Gegenteil, ich habe es euch gesagt, das Dach hier, zeige ich euch, wird da einfach so reingeklemmt. Wir machen es mal andersrum, der Vogel soll wieder nach oben gucken, nach vorne. Einfach hier so rein, da seht ihr es vielleicht, da hinten. Ich hole es nochmal her. So, da, das Licht ein bisschen, so, da liegt es drinne. Und dann hier das gleiche. Haus geht wieder rein, so, zack. Und dann auch hier rein, so, zack, wird geklemmt. Und es hält wirklich super. Tolles Häuschen. Tolles Häuschen. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Mir gefällt es. Bin wirklich froh, dass die mich ausgesucht haben, dass ich das hier reviewen darf, weil es mir sonst echt wirklich durch die Lappen gegangen wäre. Ich habe, wie gesagt, schon immer den damals noch Lego-Fan UY mir angeschaut, habe ihn auch in meiner Rebrickable Follow-Liste auf Instagram sowieso schon immer und habe immer überlegt, so ja, irgendwann mache ich das mal, wenn ich umgezogen bin, dann baue ich das mal, weil ich habe viele halt Steine in Grau und in Tan und sowas und in Braun, aber jetzt endlich die Initialzündung und ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich jetzt hier nicht anfange, mir das ganze Dorf von ihm zu besorgen oder sowas ähnliches nachzubauen, beziehungsweise oder mit meinen eigenen Steinen das nachzubauen, denn wie gesagt, auf Rebrickable findet ihr es kostenlos. Und wenn ihr euch Zeit spart oder die Steine nicht habt, guckt ihr einfach bei Medieval Brick vorbei. Wie gesagt, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und ich werde bestimmt auch noch irgendeinen Rabattcode oder sowas für euch auftreiben. Ich werde da auch noch zuschlagen. Ich habe sogar gesehen, die haben sogar so ein Punktesystem, irgendwie ähnlich wie bei Lego, dass man da wohl auch irgendwie Punkte sammeln kann und irgendwas für kriegt. Vielleicht auch Rabatt. Finde ich ganz nice. Also hier wird wirklich an den Kunden gedacht und an den Mocker und an alle von uns, die auch so ein bisschen Bock haben auf Mittelalter beziehungsweise Wikinger, Piraten und so weiter. Das gefällt mir, dass das eigentlich wirklich nur auf dieses Thema zugeschnitten ist. Hammer. So, jetzt werde ich meine Vikings hier wieder drapieren und ein bisschen, ja, Feuerstelle dahinstellen wieder. Das passt einfach super. Hat einfach so, und wie gesagt, ich könnte jetzt sofort wieder loslegen, weiterzumachen, muss mich aber zusammenreißen, denn es folgt demnächst ein weiteres Review zum Thema Mittelalter. Und da passen eigentlich meine Wikinger auch dazu. So, also, Freunde, schaut euch das an. Ich denke mal, dieses kleine Häuschen, wenn man es sich zweimal kauft, kann man sogar ein Langhaus bauen. Und vielleicht baue ich sogar noch mal ein Langhaus draus, wobei es dort sogar auch ein Langhaus gibt. Also, ich möchte mich hier nicht wiederholen, soll ja keine Verkaufssendung werden, denn ja, ich habe es schon, beziehungsweise gibt es ja den Hinweis noch auf den Mocker und das ist mir immer mit das Wichtigste. Ich bin wirklich Fan und Freunde, schaut bei Ihnen vorbei mal, Rebrickable und natürlich auch trotzdem die Seite von ihm mit seinen Mocks bei Medieval Brick. Auf der Video-Infobox unten habe ich es niedergeschrieben.
Ihr merkt, ich sabbel vor mich hin, weil ich es einfach feiere. Ich mache jetzt aber den Cut, ziehe mir ein bisschen Eishai rein und dann schauen wir uns gleich nach ein paar Detailfotos noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, während ich hier nochmal ein paar Detailfotos des wirklich lustigen, kleinen, aber toll designten Wikingerhauses vom lieben Gonza seht, möchte ich wie immer auf meine Infobox hinweisen. Dort findet ihr wie immer ein paar Quellen rund um das Thema Wikinger. Und natürlich möchte ich auch darauf hinweisen, der Shop zu meinen T-Shirts und Tassen ist verlinkt. Ich habe da ein paar neue Designs gemacht. Aber nochmal der Appell an euch, Freunde, zieht euch gerne mal ein bisschen Geschichte rund um das Thema Wikinger und Skandinavier ein. Schaut mal links und rechts abseits der gängigen Klischees, denn die Wikinger haben wirklich ihren Fingerabdruck bis heute tief hinterlassen in der Geschichte. Und wenn wir nur an solche Ländernamen wie Russland oder die Normandie denken. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in unserem skandinavischen Fjord. Wir sind zu Hause angekommen und machen uns schön gemütlich in unserem kleinen Wikingerhaus. Feuer ist an, wir schlachten das Schaf, wir trinken den Met und singen Hurra, Hurra auf diese tolle Arbeit vom Gonza. Ich wiederhole mich da, es ist hier wirklich ein kleines Ding. Ne? Ihr seid von vielen gewöhnt, riesengroße Häuser, Kathedralen, Burgen zu bauen, aber so kleine Dinge, die machen es aus. Und ich merke auch, wie es mich inspiriert und ich dann auch kleine Dinge baue, die mich aber auch richtig freuen. Wie zum Beispiel meine kleine Feuerstelle, die ich total feiere. Hier diesen Palisadenzaun und das alles nur inspiriert durch diese kleine Hütte. Wie so ein kleiner Funken dann einen zu weitere Ideen bringt. Und das ist vielleicht sogar fast noch der größte Wert hier an dieser kleinen Wikinger-Behausung. Schreibt mir bitte mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr gerne mehr sehen? Mittelalter-Themen. Ich bin ja ein riesengroßer Ritter-Fan. Ich habe euch in 1, 2 Streams schon mal meine 80er Jahre Lego-Ritter, glaube ich, gezeigt. Vielleicht stelle ich dir auch mal vor, vielleicht hat auch die Steckkasten-Crew Lust, mal sowas mit mir zu besprechen. Ich feiere das total, weil ich wiederhole mich da. Geschichte und Geschichten dann in Klemmbausteine verpackt. Das ist die Essenz hier auf meinem Kanal. Und ich muss dann nochmal sagen, Medieval Brick, vielen lieben Dank nach China, dass ich hier das Ding vorstellen durfte. Es gefällt mir. Dankeschön. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, die Fakten haben euch gefallen. Schaut bitte, bitte, bitte beim Designer vorbei und schaut auch mal bei Medieval Brick vorbei, denn so als kleines Dankeschön, dass die mir das geschickt haben. In diesem Sinne, Freunde, bleibt gesund, habt auch immer Spaß am Klemmen. Lasst euch auch so ein bisschen anstecken, wie hier Drachenfeuer. Wenn ihr irgendwo was seht, was euch gefällt, lasst euch da nicht bremsen. Und wenn ihr auch die Steine nicht habt, das habe ich nämlich gemerkt, einfach andere nehmen, Kreativität rauslassen, wie gesagt, wie der Drache, der Feuer spuckt und einfach Spaß haben. Denn dann kommen die coolsten Sachen bei raus. In diesem Sinne nochmal, habt viel Spaß am Klemmen, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.